Hallo liebe Braufreunde und herzlich willkommen bei Leukterbräu, der Hobbybraukanal. Heute zeige ich euch ein neues Fermentasaurus Video und zwar geht es darum, es wurde ein neues Ventil für den Fermentasaurus entwickelt. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Ja, hier ist erstmal das alte Ventil, was so an sich schon bekannt ist, was auch standardmäßig immer mit ausgeliefert wurde. Sehen wir ganz einfach hier dran, hier sind die Schrauben noch außen am Ventil angebracht. Ich habe hier den Anschluss für die Gärglocke, den Auffangbehälter, und das hier ist dann der Anschluss, der dann in den Fermentasaurus eingeschraubt wird. Ne? Jetzt mal zum neuen Ventil. Beim neuen Ventil sieht das alles ein bisschen anders aus. Ist wesentlich verbessert worden, und zwar zum ersten Mal hier der Anschluss und der Anschluss. Kann ich meinen Auffangbehälter entweder hier reinschrauben oder hier reinschrauben, ist absolut egal. Ne? Dann sind hier die Schrauben komplett versenkt worden, ne, was auch eine Verbesserung mit sich bringt, und das Wichtigste ist halt hier die Öffnung hier innen drin ist 125% größer als beim alten, wodurch ich dann auch weniger Probleme habe mit Hefeablagerung oder auch beim Hopfenstopfen, dass das Ganze dann verstopft. Des Weiteren ist hier das Ventil auch wesentlich dicker, somit hält es dann auch den Druck besser aus. Aber das machen wir im gesonderten Video nochmal, da machen wir auch mal einen Drucktest jetzt ohne Auffangbehälter und dann sehen wir, wie dicht das Ganze dann ist. Ne? So viel jetzt zum Ventil. Von der Verschraubung her ist auch Wesentliches verbessert worden. Das heißt, für jetzt das Ganze in den Behälter einzuschrauben, war es vorher gewesen, da hat man hier so einen mega riesen Imbusschlüssel da und was gebraucht, für das festzuziehen. Das ist jetzt hier in dem Fall verbessert worden. Hier gibt es auch ein Werkzeug für, was original mit dem Ventil mit ausgeliefert wird, und damit kann man das dann festziehen. Aber das gucken wir uns gleich mal im Detail am Gärbehälter dann mal an. Ja, da haben wir jetzt hier den Gärbehälter und gucken uns jetzt mal die neue Verschraubung hier an. Die lockern wir jetzt einfach mal. Und genauso wie bei dem alten schmeiße ich das einfach hier so rein. Dann kommt das hier unten raus, und verbessert ist halt hier auch, dass ich dann direkt hier unten das Ganze festhalten kann. Hier ist auch, sage ich mal, ein Sechskant, wo das Ganze dann verschraubt werden kann. Und das mache ich jetzt hier, das Linksgewinde, ziehe das hier mal so locker bei. Und kann das dann hier fixieren und hier mit dem Spezialschlüssel anziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt in dem Fall keinen Spezialschlüssel, ich ziehe das jetzt einfach nur handfest an, also schon ordentlich fest. Und dann hält das in der Regel auch. Ne? So, man kann das natürlich dann, wenn man jetzt ein bisschen Wasser einfüllt, dann testen. Ansonsten hält man das einfach hier bei und zieht dann hier mit dem Schlüssel oder mit einer Wasserpumpenzange, kann man das dann hier ein bisschen anziehen, dass es dann fester wird. Ne? Ansonsten, wie gesagt, kann ich jetzt hier mit meinem Ventil hier direkt aufschrauben. Dann mein Auffangbehälter drauf und fertig ist der Käse. Also ganz easy going, also wesentlich komfortabler als jetzt mit dem alten Ventil, allein schon von der Halterung und von der Größe jetzt vom Durchfluss her. Und mal schauen uns das Ganze dann auch nochmal in der Praxis an. Wenn ich jetzt den nächsten Sud vergäre, dann schauen wir uns das auch mal live an und halt auch später dann im Drucktest. Ne?
Ja, das war es soweit zu unserem Video vom Fermentasaurus, von dem neuen Ventil. Ich werde noch mehrere Videos von der Reihe Fermentasaurus jetzt in Zukunft machen. Einfach mal reinschauen, dranbleiben. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und falls ihr noch kein Abo habt, Abo dalassen nicht vergessen. Ne? Bis dann, ciao.